Vor 540 Millionen Jahren geschah etwas Unmögliches. Etwas, das die Wissenschaft bis heute nicht vollständig erklären kann. Innerhalb von nur 20 Millionen Jahren entstanden alle modernen Tierstämme. Augen, Gehirne, Herzen, Panzer, Waffen, Kiefer. Davor war das Leben simpel. Bakterien, Schwämme, Algen. Nichts mit Augen, nichts mit Beinen, nichts mit Plan. Und dann, in einem geologischen Wimpernschlag, explodierte alles. Willkommen im Kambrium, der Geburt des Lebens. Dem Moment, in dem die Evolution verrückt spielte. Kanadische Rocky Mountains. Ein Paläontologe namens Charles Walcott schlägt einen Stein auf und sein Leben ändert sich für immer. Darin ein Fossil, perfekt erhalten. Aber kein normales Fossil. Ein Tier mit 5 Augen, einem Rüssel wie ein Staubsauger. Etwas, das nicht existieren sollte. Burgess Shale, 508 Millionen Jahre alt. Tausende von Fossilien, jedes Detail konserviert. Und sie bewiesen etwas Unmögliches. Das Leben entwickelte sich nicht langsam, es explodierte. Innerhalb von 20 Millionen Jahren, einem geologischen Wimpernschlag, entstanden alle modernen Tierstämme. Wissenschaftler nennen es die kambrische Explosion. Der wichtigste Moment in der Geschichte des Lebens. Aber niemand weiß, warum. Heute reisen wir zurück, 540 Millionen Jahre, in den Moment, als die Evolution durchdrehte, ins Kambrium. Vor 600 Millionen Jahren war die Erde langweilig. Die Ozeane? Leer. Kein Fisch, kein Hai, kein Raubtier. Nur Bakterienmatten. Endlose Teppiche aus Mikroben. Schwämme, Quallen, Würmer ohne Augen. Das Ediacarium. Die Zeit vor dem Kambrium. Seltsame, flache Kreaturen. Dickinsonia. Oval, flach wie ein Pfannkuchen. Charnia. Sah aus wie eine Feder am Meeresboden. Aber dann, vor 540 Millionen Jahren, starben sie alle aus. Warum? Niemand weiß es. Aber danach war nichts mehr, wie es war. 3 Theorien. Erstens, Sauerstoff stieg von 10% auf 20%. Mehr Energie für komplexere Körper. Zweitens, Kontinente zerbrachen, neue Küsten, neue Lebensräume. Drittens, das Hox-Gen entstand. Genetischer Bauplan für Segmente, Gliedmaßen, Augen. Aber die meisten Wissenschaftler glauben, es war Angst. Denn zum ersten Mal entwickelte ein Tier Augen. Und mit diesen Augen konnte es jagen. Plötzlich mussten alle anderen sich wehren. Das Kambrium begann vor 540 Millionen Jahren. Und dann detonierte das Leben. Innerhalb von 20 Millionen Jahren entstanden Gliederfüßer, Weichtiere, Stachelhäuter, Chordatiere, jeder moderne Tierstamm. Aber wie sah diese Welt aus? Der Meeresboden, ein Alien-Planet. Opabinia, 5 Augen, ein Rüssel wie ein Staubsauger. Hallucigenia, Stacheln oben, Beine unten. Oder war es umgekehrt? Niemand weiß es. Vivaxia, gepanzert mit Schuppen wie Nadeln. Trilobiten, gepanzerte Krebse, die den Sand durchpflügten. Und dann erschien der Albtraum. Anomalocaris canadensis.
1 Meter lang, 2 riesige Facettenaugen, 30.000 Linsen pro Auge, Greifarme mit Dornen, ein kreisförmiges Maul voller Zähne. Der erste Apex-Prädator der Erde. Vorher gab es keine Jäger mit echten Augen, keine koordinierten Angriffe, kein gezieltes Töten. Anomalocaris änderte alles. Trilobiten entwickelten dickere Panzer, Vivaxia bekam längere Stacheln. Manche Tiere gruben sich ein, andere flohen ins tiefe Wasser. Das erste Wettrüsten der Evolution hatte begonnen. Und es läuft bis heute. Denn Anomalocaris bewies, Räuber treiben die Evolution schneller voran als alles andere. Wenn dich die Geburt des Lebens fasziniert, like jetzt. Teil 4 wird noch epischer. Aber die wichtigste Kreatur des Kambriums war nicht Anomalocaris. Es war ein unscheinbarer Fisch, Picaia gracilens. 5 Zentimeter lang, durchsichtig, fast unsichtbar. Aber er hatte etwas Revolutionäres. Die erste Wirbelsäule der Erdgeschichte. Noch keine Knochen, nur ein flexibler Knorpelstab, aber genug, um ihn schneller zu machen als jedes andere Tier. Picaia gehörte zu den Chordatieren, eine neue Gruppe mit einem Nervenstrang entlang des Rückens. Klein, verletzlich, leichte Beute. Aber sie überlebten. Während die gepanzerten Giganten ausstarben, überlebten die kleinen, flexiblen Fische. Denn aus ihnen entstanden die Panzerfische des Devon, die Haie der Karbonzeit, die Dinosaurier der Kreidezeit. Und wir. Jeder Fisch, jedes Reptil, jeder Vogel, jedes Säugetier stammt von Picaia ab. Ohne diesen kleinen, durchsichtigen Fisch gäbe es keine Menschen. Die Evolution ist bizarr. Der mächtigste Räuber seiner Zeit, Anomalocaris, starb aus. Aber der kleinste, schwächste Fisch überlebte. Das Kambrium endete vor 485 Millionen Jahren. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Wimmern. Ein Massenaussterben. Klein, aber tödlich. Die Ozeane kühlten ab, der Sauerstoff sank. Viele der bizarren kambrischen Kreaturen verschwanden. Anomalocaris starb aus, Opabinia starb aus, Hallucigenia starb aus. Aber die Trilobiten überlebten, die Chordatiere überlebten, die Schwämme überlebten. Und aus den Überlebenden kam eine neue Welt, das Ordovicium. Eine Welt mit gepanzerten Fischen, eine Welt mit ersten Wirbeltieren, eine Welt, die sich auf das Land vorbereitete. Das Kambrium war erst der Anfang. Nächste Woche Chroniken der Vorzeit, Episode 4. Ordovicium und das Silur. Die Meere erobern die Welt. Panzerfische, frühe Wirbeltiere, die ersten Pflanzen an Land. Like und abonniere. Und wenn dich die größten Räuber der Urzeit faszinieren, schau dir Jäger der Epochen an. Das Kambrium war der wichtigste Moment in der Geschichte des Lebens. 20 Millionen Jahre. Und danach existierte jeder moderne Tierstamm. Aber niemand weiß warum. War es Sauerstoff? Das Hox-Gen? Angst vor Räubern? Vielleicht alles zusammen. Oder vielleicht etwas völlig anderes. Denn die kambrische Explosion ist einzigartig. Sie passierte nur einmal. Warum nicht vorher? Warum nicht danach? Manche Wissenschaftler glauben, es war der perfekte Moment. Zu viel Sauerstoff
und das Leben wäre erstickt, zu wenig und es wäre verhungert. Genau 540 Millionen Jahre vor heute war alles perfekt. Und in diesem Moment wurde geboren jeder Fisch, jedes Insekt, jeder Dinosaurier, jeder Vogel, jedes Säugetier und wir. Aber könnte es wieder passieren? Eine zweite kambrische Explosion. Neue Tierstämme, neue Körperformen, komplett andere Evolutionswege. Manche Wissenschaftler sagen, unmöglich. Die Nischen sind besetzt. Andere sagen, vielleicht, nach einem Massenaussterben, nach einem Reset. Was wäre, wenn in 100 Millionen Jahren eine neue Explosion kommt? Kreaturen, die wir nicht verstehen, Monster, die wir nicht erklären können. Würden unsere Nachfahren genauso verwirrt sein, wie wir heute vor den Fossilien des Kambriums stehen?